Jody und Ted Topping sind die stolzen Besitzer einer 46 Hektar großen Farm in Peterborough, Kanada. An diesem besonderen Tag betraten Jody und Ted den Viehstall und bemerkten sofort etwas Ungewöhnliches. Eines ihrer Miniaturesel hatte in der Nacht ein kleines Fohlen zur Welt gebracht. Es war eine Überraschung, denn sie hatten nicht bemerkt, dass die Eselin trächtig war. Das Fohlen war winzig, nicht größer als eine Katze und wog gerade einmal 5 Kilogramm. Die Topplings nannten es liebevoll Tiny Tim. Doch die Freude über Tiny Tims Geburt wurde schnell von Sorge überschattet. Die Eselin schien keinerlei mütterliche Instinkte zu besitzen und verhielt sich grausam gegenüber ihrem Baby. Jody und Ted hatten keine andere Wahl, als Tiny Tim mit ins Haus zu nehmen und ihn allein aufzuziehen. In den ersten 7 Tagen seines Lebens musste Tiny Tim alle 20 Minuten mit einer Spritze gefüttert werden. Die Topplings hielten in dieser Zeit unermüdlich Wache und kümmerten sich um das verwaiste Fohlen. Nach einer Woche wurde das Füttern auf stündliche Intervalle reduziert, aber die Nächte waren immer noch schlaflos. Tiny Tim schlief in einem Laufstall im 1. Stock des Hauses der Topplings und Jody und Ted wechselten sich ab, um sicherzustellen, dass er rund um die Uhr versorgt wurde. Als Tiny Tim mehr als 20 Kilogramm wog und nachts nicht mehr gefüttert werden musste, wurde er in den Flur verlegt, denn es wurde zunehmend schwer, ihn die Treppe hinaufzutragen. Doch der kleine Esel zeigte erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Er entwickelte erstaunlich menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen. Die Topplings hatten bereits 2 weitere Haustiere, einen treuen Hund und eine verschmuste Katze, die das Haus teilten. Diese Tatsache schien Tiny Tim stark zu beeinflussen, denn er begann, sich wie ein Hund zu verhalten. Er rannte durch den Garten, apportierte Bälle, leckte gerne Teller ab und spielte mit den Sofakissen. Jody und Ted brachten ihm sogar ein paar Tricks bei, die er mit Begeisterung vorführte. Tiny Tim fand sogar seinen eigenen Platz im Haus. Er schlief im Hundebett und fühlte sich sichtlich wohl dabei. Beeindruckenderweise brachten ihm Jody und Ted bei, außerhalb des Hauses auf die Toilette zu gehen. Der kleine Esel war unglaublich klug und lernwillig.